Willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Wir fahren in unserer Mammutserie Phänomen Anastasia mit Band 9 fort. Einen Band 9 gibt es in gedruckter Form noch nicht. Gemäß Wladimir Maigret sind alle Leser aufgefordert, Band 9 durch ihr Wirken auf eigenen Familienlandsitzen selbst zu erschaffen. Es wird daher ein lebendiger Band. Die neue Zivilisation der Erde lebt gesund und glücklich im Wohlstand auf ihren Familienlandsitzen. Aber wo gibt es diese Familienlandsitze schon? Wo sind Projekte zu besichtigen? Die Buchserie hat ihren Ursprung in Russland. Es ist daher selbstverständlich, dass es über ganz Russland verteilt bereits mehrere hunderte Siedlungen mit Familienlandsitzen gibt. In Russland ist es auch schon Gesetz, dass jeder russische Staatsbürger kostenfrei einen Hektar beantragen kann, der auch zugeteilt wird. Die unkluge und ungerechte Sanktionspolitik des Westens gegenüber Russland wird das Projekt Familienlandsitze in Russland zum endgültigen Durchbruch verhelfen. Die westlichen Politiker in ihrer Einfältigkeit wissen gar nicht, wie sie Russland durch ihre Sanktionspolitik im Prinzip das größte strategische Geschenk in der Geschichte machen. Russland wird in kürzester Zeit vollkommen autark sein und das mit einem gesunden Volkskörper, der auf rein biologische Nahrung aufgebaut ist. Die Geburtenrate wird steigen und privat sind die Menschen quasi schuldenfrei. Davon können wir derzeit in Deutschland nur träumen. Der Deutsche gilt ja im eigenen Land nichts. Aber die Zeiten ändern sich. Der Keim aus Russland hat auch bei vielen Menschen in Deutschland schon tiefe Wurzeln geschlagen. Es gibt auch in Deutschland die Bewegung der Familienlandsitze. Herr Kirsch und ich werden Ihnen in den nächsten Minuten Projekte in Deutschland vorstellen. Die einzelnen Internetseiten dazu werden nach der Sendung in der Beschreibung hinterlegt. Geehrte Zuschauer, wir machen weiter mit Phänomen Anastasia, Band 9, paradiesische Familienlandsitze. Ich begrüße hier im Studio den Pionier in diesem Bereich, Herrn Konstantin Kirsch. Hallo, Herr Kirsch. Hallo, Herr Jungwirth. Herr Kirsch, Sie haben schon begonnen, 1993 auf Ihren Hektar zu leben. Das war also so während der Begegnung von Anastasia und Wladimir Maigret. Wie sind Sie zu diesem Zeitpunkt schon auf diese Idee gekommen, auf einen Hektar sich einzurichten? Ja, ich hatte damals die Sehnsucht, nachhaltige Landwirtschaft anzuwenden, auszuprobieren, Fachbegriff Permakultur. Und da erschien mir die Größe von einem Hektar als geeignet, es von Hand noch bewirtschaften zu können und keine großen Mengen an Maschinen zu brauchen. Ich hatte damals auch den Plan, dass so viel Produktivität dort sein müsste, dass 7 Menschen davon leben können. Und erst später habe ich erfahren, dass im Russischen die Anzahl von 7 Menschen auch vom Wort her passt für eine Familie. Mhm. Und ich habe erst ein paar Jahre später dann von diesen Anastasia-Büchern auch erfahren. Die sind ja auch erst ein paar Jahre später erst entstanden. Sie haben also ein eigenes Buch geschrieben, wollen uns da ein Zitat geben? Ja. Genau, passend zum Band 9 dieser Serie habe ich über das Buch Naturbauten, wo ich über lebende Häuser geschrieben habe, am Ende geschrieben. Nach diesen vielen geschriebenen Worten sehne ich mich nun wieder danach, Hand anzulegen in meinem Garten und an meinen lebenden Häusern. Denn genau genommen sind auch sie in die Landschaft geschriebene Worte und Zeichen, deren Sprache vielleicht nicht jeder auf Anhieb versteht. Diese Formulierung habe ich 96 geschrieben und erst später, in der Buchserie Band 6 ist das, kommt diese Formulierung wieder neu auf, dass gestaltete Landschaft auch Schrift darstellt, also in die Landschaft geschriebene Worte. Und da habe ich auch dieses jetzt für dieses Thema Band 9 passende Zitat, das ist Band 6, Seite 60. Da sagt der Sohn von Herrn Maigret und Anastasia Volodya. Aber dein 9. Buch wirst du nicht schreiben, Papa. Es wird von vielen Menschen, Erwachsenen und Kindern geschaffen werden. Es wird ein lebendiges Buch sein. Es wird aus vielen herrlichen Kapiteln, paradiesischen Familienlandsitzen bestehen. Die Menschen werden dieses Buch auf der Erde mit den lustigen Buchstaben ihres Vaters schreiben. Es wird ein ewiges Buch sein. Diese lustigen Buchstaben des Vaters sind die Pflanzen, wie man denn in die Landschaft hineingestalten kann.
Und ja, wir haben auch noch 2 Bilder dabei von unserem Projekt. Das ist ein 1 Hektar großer ehemaliger Acker. Da sind mehrere tausend Bäume gepflanzt und man sieht auf dem Bild auch mehrere Gruppierungen. Mehr links im Bild ist auch ein Kreis und das ist ein Haus aus Mammutbäumen, was dort wächst. Und ein zweites Bild zeigt das Siedlertreffen. Im Jahr 2013 haben sich 50 Menschen dort getroffen, die am Vorbereiten sind oder schon dabei sind, in Deutschland und auch teilweise im Ausland Projekte von Siedlungen zu verwirklichen, die basierend sind auf den Ideen von der Anastasia-Buchserie. Jetzt ist ja so, der Band 9 ist ja nicht geschrieben worden, deswegen unterhalten wir uns ja so, wie sagt man denn, einfach darüber, was gibt es denn schon in Deutschland, was für Projekte sind denn schon angeschoben, was ist in Planung. Und da ist mal das Ihre, was also, sagen wir mal, sehr bekannt ist, aber es geht ja noch weiter. Was gibt es noch für Projekte? Ja, es gibt im Allgäu ein Projekt, was auf jeden Fall auch zu den Pionierprojekten gehört. Das ist vom Robert gestartet, mittlerweile auch mit Frau Friederike und Tochter Freya. Er hat 2003 begonnen auf dem Gelände seines elterlichen Hofes. Sie haben diverse Wiesenlandschaften, ein Pionier des biologischen Betriebes. Und dann hat er seit 2009 einen ganzen Hektar umgestaltet. Und da haben wir auch ein Bild dazu dabei. Zum einen der Robert mit dem Sepp Holzer und mehreren Menschen. Der Sepp Holzer hat es dort besucht und gesagt, was man dort alles machen könnte. Und ein weiteres Bild ist dann ein Überblickbild, wo man den Hektar umgestaltet sehen kann. Er hat einen Bagger genommen und am Rand Erdwälle aufgeschichtet und dadurch ist innen drin ein milderes Mikroklima. Das Allgäu ist relativ hoch von Höhenmetern und dadurch ist es sehr interessant, ein mildes Mikroklima zu machen. Aber er hat jetzt seinen Hektar hier schon so nach den Grundsätzen, wie es in der Buchserie drinnen steht. Ja, der Grundsatz heißt, dass die Menschen in sich selber ihre inneren Bilder und Empfindungen finden und dann der Garten quasi ein Ausdruck der eigenen Innenwelt wird. Und er hat sich von den Büchern inspirieren lassen. Es geht dann weiter. Was gibt es noch für Projekte in Deutschland, die herausragend sind? Es gibt südlich von Berlin eins von der Familie Blüthner, von Diane und Michael. Das Ort heißt Steinreich. Ich war noch nicht dort. Ich weiß nicht, ob der Boden auch sehr steinig ist. Ja, ich denke als Gärtner mehr an den Boden, von wegen, eventuell hat es dort viele Steine. Und die haben im Jahr 2004 angefangen, haben 1,5 Hektar, sind dort mit 3 Kindern und haben am Rande eines Dorfes ihre Fläche gekauft. Sie haben da auch ein Bild dabei von einem Landsitztreffen, wo mehrere Interessierte gekommen sind. Es ist auch gewünscht, dass dort eine ganze Siedlung Stück für Stück entsteht. Also da wäre Platz, dass Erweiterungsflächen sind vorhanden? Ja, auf dem zweiten Bild sieht man ein Luftbild von der Anlage. Da kann man auch mal so schön sehen, die Proportion eines Hektars. Das ist die gesamte Größe, 100 mal 100 Meter. Im oberen Bereich sieht man das neu gebaute Wohnhaus. Mehr in der Mitte rechts ist die Mulde, das ist ein vorbereiteter Teich. Und oben rechts in dem Hektar sind die ehemaligen Gebäude, beziehungsweise das ist dann auch der Übergang zum Dorfrand, also eine Lage des Dorfrandes. Und um das Dorf herum sind noch mehrere Hektare, wo zumindest denkbar ist, dass es sich vergrößert, dass diverse Nachbarn doch dazukommen. Also das Bild ist wirklich sehr schön gewesen, wo man das erkennen kann von der Luft, dass das sehr überschaubar eigentlich ist, auch wenn man sich vorstellt, 100 mal 100 Meter ist doch eine Riesenfläche. Wenn man das Haus in die Mitte stellt, dann hat man quasi in alle Richtungen 50 Meter bis zur Grundstücksgrenze. Das ist zu Fuß ganz brauchbare Entfernung und da haben sie auch einen Gemüse- und Kräutergarten angelegt und machen da regelmäßig auch Treffen. Und dann gibt es ein weiteres Projekt, das ist jetzt ein bisschen westlich, das ist im Harz, besser im Ostharz, das heißt Veda Elysia. Und das ist begonnen von Aruna Maria und Mike seit 2011 in intensiver Planungsphase. Allerdings haben die dort jetzt noch keine Landfläche im größeren Sinne. Sie haben einen Naturgarten, wo sie diverse Sachen machen. Und von allen Projekten in Deutschland finde ich dieses Projekt am interessantesten von der Siedlungsplanung.
Sie haben also intensiv regelmäßige Treffen, haben eine dicke Projektmappe, sehr viele Ausführungen. Sie haben auch ein Logo entwickelt, da haben wir jetzt auch ein Foto dabei, das sogenannte Herzbild von Ihnen. Sehr schön. Wo Sie so mit Werbung machen. Und was mir sehr ans Herz gegangen ist, Sie haben auch einen Modellbau gemacht, da haben wir auch ein schönes Bild dabei, wo Sie in einer Gartenfläche hat jeder seinen Hektar in der Größe von 1 mal 1 Meter als Modell gebaut und damit ja, kleinen Modellhäuschen auch und diversen Materialien, kleine Äste reingesteckt als Symbol von Bäumen, um so richtig mal so zu spüren, wie ist denn das Thema Modellbau ins Große. Und sie planen eine Siedlung in Größe von 150 Hektar und wollen als nächste Etappe, also jetzt konkret 15 Hektar finden als ersten Schritt und dann mal sehen, wann sie dann die nächste Größenstufe erreichen. Also 15 Hektar wäre sozusagen für, wenn wir jetzt mal das runter auf für 15 Familien und wenn man 150 Hektar ist ja schon wie sagt man denn, eine größere Angelegenheit. Ja, man muss da auch immer betrachten, es geht ja auch um die Akteure, die Menschen, die es wirklich auch mit Leben erfüllen. Und jetzt ist der Bereich von 15 Hektar, wäre mit den Menschen, die da sind, die Freunde, Akteure, Sympathisanten des Projektes, das wäre mit Leben erfüllbar und es wäre aber gut, wenn es dann auf eine Siedlungsgröße von 150 Hektar wachsen kann, weil es ist oft so, erst wenn das Land da ist, kommen auch Menschen. Jetzt war es ja in den Jahr so, um die Leute ein bisschen zu verbinden und zusammenzubringen, hat ja vor kurzem ein Festival stattgefunden und es soll auch, zumindest so wie ich das verstanden habe, eine Tradition werden, dass also jedes Jahr ein Anastasia-Festival in Deutschland stattfindet, wo dann eben die Leute sich austauschen können und die Interessenten. Wo war das letzte? Ja, da mag ich noch etwas kurz davor einfügen. Okay. Und zwar organisiert war es von Iris und Markus und die haben auch ein Projekt. Das ist eines der jüngsten Großprojekte in Deutschland. Nordwestlich von Berlin, in Brandenburg. Und das heißt Goldenes Grabo. Die sind jetzt bei 23 Hektar, haben mehrere Dorfgrundstücke und 18 Menschen im Moment, mehrere Probelandsitze. Und da haben wir auch ein Bild dabei, da wird eine Karte vorgestellt bei mehreren Interessierten, um so ein Bild zu bekommen. Und beim nächsten Bild haben sie einen großen Menschenkreis gemacht, wo sie Länder haben kaufen können, um so richtig so mit dem Ritual das Land auch zu begrüßen. Und das von Iris und Markus organisierte Festival war letztes Jahr, im Jahr 2014, auf der Burg Ludwigstein im Norden von Hessen. Da haben wir ein Bild dabei im Innenhof von der Burg, das waren 300 Menschen. Also es ist über die einzelnen Hektarprojekte hinaus auch eine Bewegung da von Hunderten von Menschen. Und dort haben sich 300 getroffen. Und jetzt dieses Jahr im Juni, 18. bis 21. im Jahr 2015, da wird es in diesem Projekt Goldenes Grabo von Iris und Markus wird die aktuellen Anastasia-Festspiele stattfinden. Wie es nächstes Jahr weitergeht, wissen wir noch nicht. Jetzt geht es erstmal darum, das diesjährige Festival. Das Goldene Grabo, wie groß ist hier, wie viele Menschen wohnen dort schon? Ja, 18 Menschen, 23 Hektar, aber es kann weit, weit größer werden. Und das Interessante ist, dass der Markus dort gebürtig ist in dem Dorf und auch in der gesamten Gemeindepolitik eingebunden ist, über sein gesamtes Leben, wo er schon dort verbracht hat. Und er hat ein Planungsbüro, also auch diverse Flächenplanung und so, da kennt er sich recht gut aus. Gibt es denn auch irgendwie eine Seite, die, sagen wir mal, diese gesamten Projekte, die wir jetzt besprochen haben, verbindet, wo man also Informationen oder Bilder sich ansehen kann, Kontakte knüpfen kann? Es ist ja auch so, was wir jetzt quasi gemacht haben, sind nur ein paar Projekte anzureißen. Es gibt viel, viel mehr Projekte, auch in Deutschland, in Russland sowieso. Und es gibt eine Seite, die heißt familienlandsitz-siedlung.de und darauf sind viele verschiedene, auch kleine Projekte eingetragen und da kann man sich auch eintragen. Und darüber hinaus, da ist glaube ich auch ein Bild dabei von den Siedlungsprojekten, da gibt es eine Übersichtskarte auch, wo man dann die Punkte sehen kann. Und darüber hinaus über diese quasi Projektvorstellungen gibt es auch noch ein soziales Netzwerk.
Das heißt, wir erschaffen band9.de. Das ist jetzt weniger die Vorstellung der einzelnen Projekte, sondern mehr die Vernetzung der einzelnen Menschen, die es erschaffen, dieses Band 9. Weil Band 9 ist ja, zwar wir schreiben es, während wir Gärtnern und pflanzen. Genau, so ist es. Und da kann man sich dann ja, Texte reinschreiben, kann man Kurznachrichten verfassen, kann man auch Projekte vorstellen, logischerweise. Und dazu muss man sich aber anmelden, um da mitmachen zu können. Das ist also quasi eine geschlossene Benutzergruppe, kann man nicht öffentlich mitlesen. Kann ich öffentlich. Eine Frage nochmal aus Ihrer Erfahrung heraus. Wie gestaltet sich sagen wir mal, die Planung oder das Herangehen an Behörden, wenn man einen Familienlandsitz gründen will? Gibt es da irgendwelche Leitfaden, was man also wie sagt man denn, den man einhalten kann oder Standards schreiben, die man Es ist eine abrufen kann? sehr individuelle Angelegenheit. Also ob man jetzt zugezogen ist und einfach nur ein Stück Land liebgewonnen hat oder ob man sein ganzes Leben im Dorf schon verbracht hat. Ich sehe es so, der Bezug zwischen dem Land, was ja auch ein Lebewesen darstellt, und dem Menschen, das ist das Zentrale. Und wenn es für den Menschen klar ist, dass er sich wohlfühlt an diesem Standort und wenn das Land sich wohlfühlt mit diesen Menschen, das sagen, bitte, lieber Mensch oder liebe Familie, gestalte mich, mach einen schönen paradiesischen Garten aus mir. Wenn diese gegenseitige Beziehung stimmt, dann werden sich auch mit den Nachbarn und auch gegebenenfalls mit Behörden Wege finden, dass es dort möglich wird. Sie haben es vorher angesprochen, in Russland ist das schon lange Gesetz und es gibt dort hunderte von Familienlandsiedlungen, kann man davon Ja, das ist, sprechen? glaube ich, mehr als 200 Siedlungen mit über 1500 Landsitzen, habe ich gehört. Und ja, da ist es ja auch wohl so, wer einen Hektar will, der bekommt den auch. Und Kostenfrei selbstverständlich. vom Staat zur Verfügung Ja. gestellt. Ja. Glauben Sie, dass in Deutschland auch mal so weit wird? Das ist selbstverständlich, Ja. also gar keine Frage. Ist nur eine Frage der Zeit eventuell. Der Zeit und der Bewusstseinsentwicklung, wenn auch in den Behörden immer klarer wird, welche Bedeutung auch für das Land, für die Zukunft, für das Leben, für das Überleben die Menschen auf ihren Landsitzen haben, da wird irgendwann ja, eine Reue auftauchen auf Seiten der Behörden, dass nicht von Anfang an diesen Menschen geholfen wurde. Dann wünschen wir uns zum Abschluss noch viel Glück für Ja, das Projekt. Ja. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Sehr geehrte Zuschauer, wir machen auch weiter. Wir sehen uns gleich nochmal. Geehrte Zuseher, die neue Zivilisation lebt gesund und glücklich im Wohlstand auf Familienlandsitzen. Phänomen Anastasia, das war der individuelle Band 9. Die Kontaktanschriften zu den einzelnen Projekten finden Sie wie angekündigt im Anhang des Textes im Internet. Geehrte Zuschauer, Deutschland braucht Veränderung und zwar von der Basis aus, von den Menschen. Wir, die Menschen, kehren freien Willens zurück nach Eden. Wir machen uns unabhängig von schnöder und kurzsichtiger Politik. Wir machen uns unser Eden, unser Paradies selbst. Für uns, für unsere Kinder, für unsere Familien, für unser Vaterland, für eine gesunde Welt. Denn zur Vervollkommnung unseres Lebensraumes ist es nämlich nie zu spät. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal im Lebensforum Wohlstand aus der Lutherstadt Erfurt.